Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise durch Italien und befinde mich gerade bei Perito in den Bergen Kampaniens und fahre jetzt weiter Richtung Salerno. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Ja, das war ein sehr schöner Aufenthalt hier und ich muss jetzt da unten im Tal rechts, aber das hier ist eine Sackgasse, ich muss jetzt erstmal wieder zurück. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 18. April 2022, es ist bedeckt. Aber längst nicht so kalt wie gestern und vielleicht bleibt es trocken, aber eventuell kommt auch Regen. Ich muss jetzt erstmal wieder die Straße nach Agripolo finden, und zwar die alte Straße. Die Hauptstraße darf ich ja nicht fahren, da hat mich ja gestern die Carabinieri runtergeholt. Hier ist jetzt auch so ein verblichenes Schild, dass Fahrräder und Pferdefuhrwerke und Traktoren und Fußgänger nicht auf die Straße drauf dürfen. Sowas habe ich, als ich in Sapri draufgefahren bin, nicht gesehen. Naja, ich bin froh, dass ich keine Strafe zahlen musste. Die Carabinieri sind eigentlich eine Militäreinheit, also eine Militärpolizei. Aber die werden in ländlichen Gegenden auch für den normalen Polizeidienst eingesetzt. Es gibt noch die Staatspolizei. Und ich glaube, es gibt zwei Polizeien, die sich gegenseitig auch überwachen können. Ja, so ist das hier in Italien. Aber das gibt es auch in Spanien, der Guardia Civil, und in Frankreich mit der Gendarmerie Nationale. Also die trauen ihren Polizeien nicht. Ja, ich habe meine Sachen einigermaßen trocken gekriegt. Die Schuhe sind noch nass. Die Handschuhe auch noch, die dicken. Aber ich bin ganz froh, dass es soweit geklappt hat. Also die Hose ist von den unteren Schienenbeinen an trocken. Der Poncho hält den ganzen Regen von oben ab. Und die Füße und die unteren Schienenbeine werden nur nass von der Straße, die hochspritzt. Ich glaube, für mich wären so Gamaschen ideal. Ich brauche gar nicht eine ganze Regenhose. Die ist ja dann auch wieder zusätzlich warm. Mal sehen, ob ich die hier irgendwo bekommen kann. Jetzt geht die Straße hier leider in Serpentin den Berg hoch. Das hatte ich auf der Karte gesehen, hatte aber gehofft, dass es nicht ganz so hoch geht. Die Hauptstraße geht unten durchs Flusstal. Oh je, das artet ja noch richtig aus. Hier unten ist die Bahnlinie. Hätte ich mal lieber die genommen. Ja, die andere Straße geht, wie gesagt, durchs Tal unten, aber das endet da auch. Der Fluss fließt in die andere Richtung. Und dieser Berg wird dann mit einem Tunnel unterquert. Zwar so ein langer, dass ich den auch nicht hätte fahren dürfen. Da unten komme ich her, da bin ich eben gefahren. Ich bin jetzt schon wieder auf 130 Meter hoch. Ich glaube, da unten waren es 30. Und ich bin schon ganz schön ins Schwitzen gekommen. Da vorne ist ein Stausee und aus dem kommt der Fluss raus, an dem ich eben entlang gefahren bin. Und die Hauptstraße geht hier links jetzt in den Tunnel rein. Und ich muss weiter hoch. So, ich hoffe, hier kann man jetzt mal den Staudamm noch ein bisschen besser sehen. Ja, es ist wunderschön hier. Ich will überhaupt nie aufhören hier. Bin ich aber sehr froh, dass ich gestern im Tal Schluss gemacht habe, in dieser schönen Herberge übernachtet habe. Das hätte ich hier gestern Abend nicht mehr geschafft. Das Problem mit diesen alten Straßen ist halt, die nehmen nicht den kürzesten Weg, sondern verbinden irgendwelche Orte, was ja auch sinnvoll war damals. Ich habe gestern auch noch auf der Karte gesehen, ein Stück weiter auf der Straße, von dem Punkt aus, wo mich die Carabinieri rausgefischt haben, kam auch noch mal ein sehr langer Tunnel. Da hätte ich auch gar nicht durchgekonnt. Also war alles gut so. Ja, wenn es da gestern nur nicht so geregnet hätte, dann hätte man das auch genießen können. Ja, ich bin jetzt auch schon wieder 340 Meter hoch. Also 300 Höhenmeter habe ich gemacht. Und ich habe diesmal jetzt die Jacke ausziehen können. Und als die Sonne eben rauskam, wurde es auch schon wieder ganz schön warm. Aber besser als frieren.
Die Hauptstraße ist inzwischen auch aus dem Tunnel raus und geht aber auch ganz schön bergan da. Das wäre jetzt auch kein Spaß gewesen. Vorne kommt wieder eine böse Wolke über den Berg. Ich hoffe, ich kann da wegfahren. Hat ja gestern so geschüttet. Das ganze Öl war von der Kette runter und die hat schon gerostet. Musste ich erstmal neu ölen heute Morgen. Also da macht sich einer zum Bellen bereit. Ich stand erst auf der Straße. Oh, buongiorno. Ich hatte nur den Kleinen gesehen. Plötzlich kommt dieser Große da vom Straßenrand. Der mir auch noch nachgelaufen ist, aber der hat nicht gebellt oder sonst was. Ich war nur neugierig. Als ich dann stehen geblieben bin, ist er weggegangen. Hui, das war ein Vieh. Wahrscheinlich ist der Hund weggegangen, weil ich so stinke. Ich brauche dringend eine Waschmaschine. Ich wasche das Hemd zwar immer mit der Hand durch und die Hose habe ich jetzt auch einmal mit der Hand durchgewaschen, aber die Jacke, die brauche ich aber auch jeden Tag, deswegen kann ich die nicht nass einpacken und ich kriege hier nichts trocken. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Ort heißt, aber hier steht ein Mönch, ein paar schöne Bäumchen. Es gibt einen schönen Platz zum Ausruhen. Der Ort heißt Rotino und hier wird ordentlich gebaut. Da konnte ich jetzt in der Bahn noch eine kleine Kaffeepause einlegen und ein bisschen trocknen. Und ja, jetzt geht's weiter. Ich habe mir die Jacke wieder angezogen, weil ich hoffe, dass es jetzt wieder runter geht. Weil sicher ist das nicht. Ein Stückchen geht es jedenfalls noch rauf. Gibt es mal wieder fantastische Aussichten. Und wenn die Sonne ein bisschen scheint, sieht es doch gleich viel freundlicher aus. Die Solarpaneele von diesem Haus produzieren dann auch Strom. So, ich hoffe, jetzt bin ich oben. Zwischen noch 370 Meter, also 340 bin ich hochgefahren. Da wäre jetzt beinahe meine Reise eben zu Ende gewesen. Da stand ein Lastwagen auf der Straße, auf der anderen Spur, in der Kurve und die Autos von unten sind einfach blind an dem vorbeigefahren und natürlich nicht möglichst nah an dem entlang, sondern ganz links und ich fuhr um die Kurve und die Autos kamen mir alle entgegen auf meiner Spur. Das war wirklich knapp. Ja, Strada Chiusa. Schön. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt doch auf die Schnellstraße fahren für das letzte Stück? Ich habe jetzt jemanden gefragt, aber die wussten auch nicht, wo die gesperrt ist und ob man mit dem Fahrrad durchkommt. Ja, ich versuche es jetzt einfach. Im Notfall muss ich halt den ganzen Berg wieder hoch. Da ist ein fettes Loch in der Straße. Ich hoffe, das bricht jetzt nicht ab, wenn ich da entlang gehe. Ja, das sind Abenteuer hier. Es ist inzwischen halb 12. In den Bewertungen von meiner Unterkunft stand, dass man in 10 Minuten mit dem Auto am Meer wäre, also in Agripoli. Und ich bin jetzt hier schon wieder 2 Stunden unterwegs und immer noch nicht da. Ich weiß nicht, ob das jetzt Agripoli ist. Wenn, dann müsste ich wahrscheinlich noch mal über einen Berg. Ich habe Agropoli erreicht und bin jetzt auf dem Weg zum Meer, um da wieder auf meinen Trek zu stoßen, den ich leider wegen den Erdrutschen verlassen musste. Es ist inzwischen 12 Uhr, fast. Ich bin auf der Suche nach einer Paneria oder sowas, wo ich ein belegtes Brötchen bekommen kann oder ein Baguette. Mal sehen, was es in der Bar Düsseldorf gibt. In der Bar Düsseldorf sprachen sie nicht mal Deutsch und Panini hatten sie auch nicht. Muss ich hier mal schauen, vielleicht gibt es hier was am Meer. Es wäre ja schön, wenn ich mich mal hier hinsetzen könnte. Und ich fahre jetzt noch mal ein Stück zurück. Da ist der Blick auf Agripoli.
Eine Gelateria nach der nächsten, aber keine Paneria. Die nächste Baustelle, da fahre ich mal lieber auf die Promenade. Oh, der Teer war heiß. Da war jetzt gerade eine Pizzeria, aber Pizza hatte ich ja gestern schon. Jetzt bin ich doch mal zur Pizzeria rübergefahren, aber ja, die Küche macht erst um 6 Uhr auf. Und Brötchen hätten sie auch nicht gehabt. Ja, und hier ist das Chaos perfekt. Ich weiß gar nicht, ob das da hinten jetzt schon die Amalfiküste ist. Sieht auf jeden Fall plötzlich wieder verdächtig nach Regen aus. So, hier bin ich jetzt von der Hauptstraße abgebogen. Mal sehen, wo mich das hinführt. Diesen Tracks kann man ja nicht immer wirklich trauen. Ja, die Versorgung mit einer Kleinigkeit zu essen am Mittag hat auf Sizilien irgendwie besser funktioniert. Mal schauen, ob die was haben. Aber ich sehe da schwarz. Die haben alle immer nur so Süßkram hier. Ja, da hatte ich dann doch Glück. Da gab es so eine Kartoffelpastete mit Hackfleisch. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Und weil es dann angefangen hat zu regnen, habe ich noch ein Stück Kuchen hinterher gegessen und einen Kaffee getrunken und hatte gehofft, dass der Regen sich verzieht. Aber hat er noch nicht. Wenn ich jetzt weiterfahre, fahre ich mit der Wolke mit. So, jetzt habe ich versucht, dem Regen wegzufahren. Aber es hat nicht funktioniert. Der holt mich immer wieder ein. Ich sehe die ganze Zeit da vorne blauen Himmel, aber diese Wolke zieht mit mir. Ich bin jetzt aus dem Regen rausgefahren, habe es geschafft. Mit Hilfe des Regenponchos, den hätte ich mal gleich anziehen sollen, dann wäre ich jetzt nicht so nass. Jetzt kommt sogar ein bisschen die Sonne raus, aber da vorne ist dann schon der nächste Regen. Wenn ich die Karte richtig gedeutet habe, dann ist es jetzt bis Salerno flach. Es ist hier so eine Ebene, landwirtschaftlich genutzt. Rechts, links der Strand, dazu mal ein Campingplatz. Es sind jetzt noch 30 Kilometer bis dahin. Die fahre ich jetzt mal schnell durch. Ja, wie gesagt, das ist eine große Ebene hier. Und es geht weiter geradeaus und die Berge liegen im Dunst. Hier hinter den Gebäuden und den Zäunen und Mauern war eigentlich das Meer, aber da ist immer irgendwas dazwischen. Jetzt ist man gerade ein bisschen offen und hat mal ein bisschen Blick auf die Amalfiküste. Aber jetzt kommt ein Bus, sodass das auch nicht möglich ist. Es wird auf jeden Fall tüchtig gewerkelt überall und bereitet sich auf die Saison vor. Salerno rückt näher. Ich fahre da an der Küste lang durch, suche mir dann im ersten Ort eine Unterkunft, wenn möglich. Denn danach wird es sehr, sehr teuer. Da hat die Saison schon halbwegs angefangen. Also die Hotelpreise sind da ganz schön saftig. Und ich denke, dass die zum Sommer hin noch mal richtig steigen werden. Ich bin jetzt in den Ausläufern von Salerno. Leider musste ich die Küstenstraße verlassen, weil da mal wieder Einbahnstraße war, obwohl sie schön breit war, aber naja. Jedenfalls wird es jetzt wieder verkehrsmäßig sehr kritisch. Ich hoffe, dass ich hier heile durchkomme. Ich habe mir überlegt, dass ich von Pompeji aus den Zug nehme und an Neapel vorbeifahre, weil das wird mir zu viel, glaube ich. Das muss ich mir nicht antun. Mal sehen. Ich habe es zurück auf die Küstenstraße geschafft. Hier kann man sie wieder in beide Richtungen befahren. Und ich will jetzt dahin. Ja, das war's. Jetzt wieder rechts ab. Jetzt will ich doch mal probieren, wie man hier fahren kann.
Ja, das sieht schon spektakulär aus. Muss mal sehr mondän gewesen sein hier. Ich versuche mal gerade wieder eine Einbahnstraße zu umfahren. Nur mäßig gelingt. Ich muss jetzt mal auf die Karte schauen. Ich hätte jetzt auch hier eine Unterkunft bekommen können in einem dieser schönen Häuser. Aber da hätte ich das Fahrrad da hochtragen müssen. Ich fahre jetzt in den nächsten Ort. Da habe ich eine Unterkunft, die hoffentlich ein bisschen leichter zu erreichen ist. Die muss ich mal gerade schieben, weil wieder Einbahnstraße ist. Aber das tut mir jetzt auch mal ganz gut. Da komme ich ein bisschen runter. Ich muss jetzt sehr genau aufpassen, dass ich die richtige Straße erwische. Sonst geht's runter oder ganz steil rauf. Das ist der Blick zurück auf Salerno. Und das hier ist die Küstenstraße. Da oben die Autobahn. So, jetzt bin ich in Vetri. Es scheint ein sehr schöner Ort zu sein. Aber ich finde die Unterkunft nicht. Ich habe die Unterkunft jetzt gefunden und bin auch drin. Es ging alles relativ einfach mit einem PIN-Code. Und ja, ist wunderschön hier. Das ist der Frühstücksraum und hier schaut man auf die Amalfiküste. Ja, leider hat es den ganzen Nachmittag jetzt geregnet, seit ich in der Wohnung bin. Ich habe die Zeit genutzt, um meine Bremsbeläge zu wechseln. Das war dringend nötig. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich hier einen Tag bleibe und mich ein bisschen umschaue. Ich brauche auch mal einen Ruhetag. Dann kann ich jeden Tag Fahrrad fahren. Ja, wenn du dann wissen willst, was ich morgen alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!